Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Mein Name ist Lars Korsten. Themen, die wir haben: die Übernachtung der 600 plus Passagiere im Flugzeug, Staatsanwaltschaft ermittelt. Dann Lufthansa startet mit mindestens 10 Flugzeugen in den Sommer, also 787-9er mit Allegris. Dann geht es weiter mit Hyatt. Da gibt es Licht und viel Schatten bei den neuen Regeln. Also da gibt es leider was zu diskutieren. IAG hat eine 100% Promotion, 100% Promotion beim Punktekauf. Und Batik Air, bei denen läuft es schlecht. Die haben einen schlechten Lauf. Jetzt ist bei denen aus der Exit Row die Reihe einfach mal umgekippt. Schauen wir uns alles an. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und denkt dran, aufs Cool zu kommen und den Kanal zu unterstützen. So wirst du. Danke dafür. Ein Like reicht mir. Das erste Thema ist natürlich die Staatsanwaltschaft in München, wo das passierte mit dem Flugzeug. Ist es so, dass fangen wir an, und da haben wir manchmal mitbekommen, dass wir Stehfall hatten in Deutschland, ja, und dann sind dann Flugzeuge losgerollt, haben gemacht, haben getan, aber sind dann trotz der Verlängerung der Nachtflugerlaubnis von 12 Uhr auf 1 Uhr nicht rausgekommen, und die Passagiere mussten dann im Flugzeug bleiben, weil es keine Treppen gab, keines Busfahrer gab. Und ja, insgesamt waren das halt 6 Flugzeuge. Jetzt wird es halt wirklich juristisch interessant, wenn man ehrlich ist. Die Staatsanwaltschaft Landshut hat einen Prüfvorgang angelegt, weil München Flughafen Landshut ist zuständig. Es ist halt kein Ermittlungsverfahren, also kein vollständiges, aber es zeigt halt, dass man den Fall ernst nimmt. Basis ist ein Polizeibericht, der eingegangen ist. Zum Inhalt sagt der Sprecher: angesichts der laufenden Prüfung können wir zum Inhalt keine Angaben machen. Also im Prinzip hat er wieder nichts gesagt. Spannend ist auch, dass der Anstoß, sagen wir mal so, woher kam der Anstoß? So gucken wir uns das mal an. Nicht von den Betroffenen selber, sondern von einem wohl unbeteiligten Dritten, der über ein Kontaktformular des LKA München eine Prüfung angeregt hat. Also eine Meldemuschi, glaube ich, heißt das im Fachjargon. Anzeigen von Passagieren lagen nicht vor. Die Lufthansa und der Münchner Flughafen natürlich haben sich, und ich zitiere, unzumutbare Situation, Zitat Ende, entschuldigt. Bei den 5 der 6 Flügen waren ja Lufthansa Group Flugzeuge beteiligt, und Lufthansa sagt, die Betroffenen sollen eine finanzielle Entschädigung bekommen. Natürlich haben wir hier rein sachlich eine Mischung aus Wetter, aus Nachtflugbeschränkung, also höhere Gewalt, plus einem kleinen Organisationsproblem, das eigentlich nicht klein ist, denn es hatte große Auswirkungen und ist ein klares Organisationsproblem. Denn es gab offensichtlich nicht genug Busse oder respektive Busfahrer, die diese fahren konnten, genauso wie die Treppen. Und ja, wie ist denn das? Ich denke mal, darf so etwas in 2026 noch passieren? Ist EU 2026 der richtige Maßstab, den wir haben? Oder bleiben wir bei einem Flickenteppich aus Airline Goodwill, wo sie halt Geld geben? Ja, schreibt mal in die Kommentare oder auf School natürlich, wie sollte aus eurer Sicht ein fairer Standard aussehen, damit Passagiere bei Nacht- und Winterwettersperren nicht mehr im Flugzeug übernachten müssen? Eher harte EU-Regeln oder freiwillige Airline-Garantien, die, wie ich, hier in der Sonne einfach wegschmelzen, wenn sie kommen. Beim Thema 2 ist natürlich auch wieder Lufthansa dran. Da gibt es gute Neuigkeiten. Im Sommer startet man mit 10 mindestens Allegris ausgestatteten 787-9ern. Und dieses Zitat ist: kommen wir zu Lufthansa von mir. Genau, so ist das. Nein, also ehrlicherweise geht man mit mindestens 10 Boeing 787 in den Sommerflugplan, und zwar ab Frankfurt werden sie stationiert. Ab dem 9. Oktober 2025 fliegt die 787-9 mit Allegris ab Frankfurt, also das heißt letzten Jahres. Aber die werksneuen Maschinen, die in Frankfurt sind, 20 Dreamliner sind bestellt, mehr zusätzlich zu denen, die da sind, die bis 2027 ausgeliefert werden wollen. Dann hätten wir in Toto 29 Stück. Spannend ist halt im Prinzip das Ganze, weil die FAA jetzt grünes Licht gegeben hat
für die Sitze, soweit es um die Teilzertifizierung geht. Lufthansa spricht natürlich von einem weiteren großen Fortschritt. Im System waren die Allegris Business Sitze bisher blockiert. Sie werden natürlich jetzt früher freigegeben, als wir eigentlich erwartet haben. Da war ja irgendwie Juni sogar im Gespräch. Jetzt ist der 29. März. Sind 25 von 28 Sitzen freigegeben. Zum Start des Sommerflugplans soll Allegris halt ab Frankfurt fliegen. Ziele wären Austin, Rio de Janeiro, Bogota, Kapstadt, Shanghai, Hyderabad, Hongkong. Ab Juni kommen dann dazu JFK, Los Angeles und im Juli Delhi. Andere 787-Strecken wie Toronto, Montreal, Lagos und Malabo sollen zunächst gemischt und ohne Allegris bedient werden. Ja, wir können uns das Ganze nochmal richtig angucken. Dass Lufthansa jetzt natürlich am Ende des Tages liefern muss. Nach Jahren mit dem alten Produkt ist Allegris natürlich ein Meilenstein, das muss man ehrlicherweise hier sagen. Und überlebenswichtig, gerade im Vergleich zu den Middle Eastern Airlines und auch gerade auf den starken Strecken der Langstrecke nach Nordamerika, die gerade ein bisschen schwächeln, logischerweise. Aber natürlich ist es so, Allegris hat auch Nachteile, weil es natürlich nicht so viele Flugzeuge gibt. Hat Allegris halt den Nachteil, dass der Allegris-Flug gebucht ist, ab Flugtag kommt ein Last-Minute-Equipment-Change und dann sind die Premium-Kunden natürlich sauer. Wäre ich natürlich dann auch. Das wird für Lufthansa die echte Belastung. Ja, würdet ihr ein Langstreckenflugzeug gezielt als Allegris Dreamliner buchen, also die 787, oder sagt ihr, naja, nun gut, ich nehme das Risiko in Kauf, dass die Kabine ist, was es ist, oder ist es euch einfach Wumpe und ihr wollt von A nach B wie ein klassischer Lufthansa-Transportfall bedient werden? Wer bei Air Baltic bedient werden möchte, da kollabiert die Sitzreihe beim Start in der Exit Row. Also das ist ein Thema, das habe ich noch nie gehabt. Wir haben ja Sitze, die kaputt sind. Ich bin mit American Airlines geflogen in der First Class. Da war mein Tisch, der vor mir war, ging nicht aufzuklappen, in-op. Und so weiter und so fort. Man sieht ja Sitze, die dann getaped sind. Und das sind eher Dekorschäden. Aber da ist wirklich die gesamte Sitzreihe rausgeflogen. Und die Baltic Air, die gehört zur Lion Air Group, ist beim Start halt die komplette Sitzreihe aus der Schiene gerutscht, wie ihr seht auf den Bildern. Und das war kein bisschen Lehnefeld nach hinten, sondern die gesamte Reihe hat sich quasi vom Boden gelöst aus dem Seat Track und das Ganze ist normalerweise fest verschraubt. Und das ist ja das, wo Lufthansa anscheinend ja auch bei der Allegris testen und nachweisen musste, dass das funktioniert. Aber die Cabin Crew hat ja zum Glück schnell reagiert. Ob der Passagier verletzt ist und dann auf einen anderen Platz umgesetzt wurde, kann nicht gesagt werden. Mit den Verletzten umgesetzt auf jeden Fall. Es waren freie Plätze an Bord, so konnte man den Flugplatz halb sauber sichern. Und ich komme da einfach nicht drüber weg. Ich sag mal so, kaputte Rückenlehnen, dann die Kopfstützen, kaputte Armlehnen, Monitore, die aus der Halterung fallen, alles schon gesehen. Alles kennt man und man hat ja auch schon Flugbegleiter, die ihr eigenes Panzerband mitbringen. Aber ich denke, das Panzerband in dieser Situation nicht geholfen hätte. Ja, Baltic Air selbst ist ja kein Minicarrier. Man hat über 100 Narrowbodies, das sind die 737 und 320er in der Flotte. Die Airline hatte aber in letzter Zeit schon ein paar unschöne Schlagzeilen, das muss man ehrlicherweise sagen. Im Januar 2024 sind beide Piloten auf einem Flug eingepennt. Offiziell war der Kapitän im Controlled Rest, der First Officer hätte wach sein müssen, war es wohl nicht. Und vor kurzem hat eine 23-jährige Frau mit einer Fake-Uniform, Fake-ID sich als Flugbegleiterin ausgegeben, weil sie im Bewerbungsprozess da einem Scammer aufgesessen ist und sie wollte es ihrer Familie nicht sagen. Auch krass, kannst du ja auch nicht ausdenken. Und ist als Crew mitgeflogen und sie ist halt aufgefallen, als sie einfache Fachfragen nicht beantworten konnte. Ja, es sind nicht alles Totaldesaster, aber es sind halt die Geschichten, die sich häufen, die da in mir im Magen liegen. Und dann muss man natürlich sich fragen, muss ich mit denen überhaupt fliegen? Und das wird man, glaube ich, dann nicht tun. Die kollabierte Sitzreihe muss natürlich untersucht werden, Wartung, Schrauben und so weiter. Und für das Safety-System im Luftverkehr ist das genau die Idee. Einzelne Vorfälle werden natürlich aufgerollt und dann wird dann am Ende entschieden, was die Ursache war. Und dann gibt es entweder eine Airworthiness Directive, dass man festgestellt hat, da ist irgendein struktureller Fehler, so wie jetzt zum Beispiel bei den 787, da gibt es irgendwie so ein Thema mit der Heizung, dass die auf einmal da mega heiß werden. Psychologisch ist klar,
wenn natürlich so ein Sitz oder innen im Flugzeug auch nur Dekorschaden ist, dann sagt man, naja, wenn die schon hier drin nicht ordentlich sind, wie sind sie da mit der Wartung richtig? Ja, würdet ihr jetzt diese Airline meiden oder sagt ihr, naja, nun gut, das Risiko ist halt immer da und wir machen den Kölschen Grundsatz, es hätte noch immer J. Jange. Dann haben wir eine Promotion mit 100% Punktebonus bei IHG. Beim Punktekauf, man hat wieder eine Buy-Aktion. Der Deal in Zahlen 5.000 Punkte mit 80% Bonus, 10.000 Punkte, 90% Bonus und ab 30.000 100% Bonus. Also richtigerweise hätte ich formulieren müssen, IHG hat bis zu 100% Bonus, je nachdem welche Summe ihr kauft. Ja, man kann ja hier regulär 200.000 Punkte kaufen. Teilweise werden die Accounts individuell auf 250.000 oder 300.000 hochgesetzt. In manchen Aktionen waren es ja sogar 600.000, die man kaufen konnte. Lohnt sich das in irgendeiner Art und Weise? Ja, manchmal lohnt es sich, wenn man clever ist. Und clever ist man, wenn man zum Beispiel hochpreisige Hotels wie New York, Tokio das anschaut und in New York, London, Tokio habe ich ja schon gesagt, wenn die Cash-Rate komplett außer Rand und Band ist. Es untergeht halt nicht, wenn das um Hotels geht, die 80, 120 Euro kosten im Schnitt. Man muss da natürlich erstmal rechnen und Adam Riese konsultieren und dann kann man gucken, wie das funktioniert. Ja, kauft ihr bei solchen 100% Aktionen gezielt Punkte, wenn ihr einen konkreten Stay geplant habt oder nehmt ihr auch bewusst einen Vorrat? Also kein Burn while you earn? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das letzte Thema ist Hyatt, da gibt es viel Licht und viel Schatten bei den Änderungen. Wir hatten letzte Woche ja diesen Scam, wie ich es nicht nenne, die Fake-Nachricht auf Reddit, die ich natürlich euch auch gemeldet habe, pflichtbewusst. Ich hatte es auch irgendwo zwischen den Zeilen irgendwann mal zwischendurch eingeführt, dass das Falschinformation war. Die Information für alle nochmal, die war falsch. Jetzt kommen die richtigen Sachen raus. Und das ist halt ein emotionales Thema für mich, da ich World of Hyatt mag. Hyatt behält seine Award-Charts im Gegensatz zu Marriott und Hilton, die halt diese Fluctuation Points haben. Aber die drei Kategorien, die wir früher hatten, die waren Off-Peak, Standard und Peak, werden durch 5 Kategorien ersetzt. Ich lese sie euch vor. Lowest, Low, Moderate, Upper und Top. Also um es einfach mal kurz und knackig euch zu geben, was sich verbessert, in dem Fall verschlechtert. Kategorie 1 bisher 3.500 bis 6.500 sind 3.000 bis 900 Punkte. 9.000 Punkte, Entschuldigung. Heißt also, es wird mehr. Und das Schlimmste ist die Kategorie 4, glaube ich, oder 8. Da sind das dann ein Spread von 12.000 bis 18.000 und im neuen Fall wären es sogar bis 25.000. Der Kategorie 8 wären es dann anstatt 35.000 75.000 Punkte. Und das ist eine Steigerung um 67.000 mehr Punkte pro Nacht in Extremfällen. Das zieht sich durch alle Awardkarten. Heißt also Standard, Suite, Club, aber auch Miraval, All-Inclusive, alles bekommt neue Charts. Die neuen Preise gelten ab Buchungen ab Mai. Das heißt also im Moment bucht jetzt, damit ihr schnell noch die Punkte loswerdet. Man werde das Ganze natürlich thoughtfully, also mit Gedanken, zuerst mit einem begrenzten Anteil an Nächten in Stufen Upper und Top machen. Heißt, am Anfang bleibt alles vielleicht erträglich, aber dann kommt man durch. Über die Jahre werden immer mehr Nächte nach oben rutschen. Hyatt spricht davon, dass man die Charts hinein erwachsen will und man muss einfach ehrlicherweise sagen, dass diese Änderungen schon ins Kontor hauen und krass sind. Das ist halt wirklich so. Und wenn man bisher in Kategorie 4 Häuser für 15.000 Punkte Stand buchen könnte, sind das jetzt 20.000 oder 25.000 und dann merkt man das schon sehr konkret. Ja, bisher musste man das Formular auffüllen und Mail oder per Post schicken für die Punkteteilung digital. Das wird verbessert, das geht jetzt online. Und für Member außer Discoverist, glaube ich, gibt es die Möglichkeit, früher Punkte zu buchen. Das heißt also, man hat jetzt anstatt 12, 13 Monate Punktevorlauf, wenn man einer dieser Kategorien angehört. Also bessere Verfügbarkeit. Das sind 2 Lichtmomente dieser Geschichte. Ja, unterm Strich kann man natürlich sagen, es gibt weiterhin einige gute Deals, aber es ist halt wirklich teurer geworden. Mittelfristig ist hier ganz klar natürlich eine Wertverschiebung zu erkennen, zu unserem Nachteil. Immer mehr Nächte werden teurer bepreist. Ja, wie ist das? Ist Hyatt für euch jetzt wieder uninteressanter geworden oder sagt ihr, naja gut, das ist halt Cost of Doing Business, das ist halt so am Ende des Tages? Oder sagt ihr, naja, what to do? Ich ignoriere sie einfach. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und dann ganz, ganz wichtig,
denkt dran heute bei den Themen, so als Wrap-up, wir hatten ja München mit der Zwangsübernachtung und so weiter, die Frage des Tages zu beantworten. Sollten Fluggesellschaften da auch noch mal ein bisschen engere EU-Regelung bekommen wegen Wetter und so weiter, oder sagt ihr, nee, lass mal? Und die andere Frage ist natürlich, würdet ihr gezielt einen Allergies-Dreamliner buchen? Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis zur nächsten Sendung. Ciao, ciao.